So, dann starten wir dieses Webinar von heute. Ich begrüße Sie alle. Mein Name ist Regula Schaller. Wir werden heute ein Webinar über die verschiedenen CRM-Funktionen halten. Heute ist Herr Remo Gemperli mit dabei. Remo, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, danke Regula. Auch ich will Sie willkommen heißen zum heutigen Webinar. Ich werde heute die Fragen beantworten, welche Sie auf der rechten Seite im Fragenfeld eingeben können. Genau, Sie sehen ja bereits meinen Bildschirm. Ich kann Ihnen kurz zeigen, wie dieses Panel aussieht. Sie sollten an Ihrem rechten Bildschirmrand ein Panel sehen und dort haben Sie so eine Sektion, die heißt Fragen. Wenn Sie also Fragen haben, bitte einfach dort reinschreiben und dann bekommen wir die. Gut, dann zum Inhalt des heutigen Webinars. Wir werden die Zusatzfelder anschauen, die Kategorien und die Marker. Das sind so die drei Hauptbestandteile des CRMs in TimeSensor. Wir werden anfangen mit den Zusatzfeldern. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Zusatzfelder hinzufügen können, wie Sie dann nach dem Inhalt der Zusatzfelder suchen und dann werde ich Ihnen noch so ein kleines Anwendungsbeispiel zeigen. Bei den Kategorien werde ich Ihnen auch hier zeigen, wie Sie Kategorien hinzufügen können, neu auch adressübergreifend ab Bild 2270. Auch hier werden wir nach Kategorien suchen und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie die Information der Kategorien in die Vorlagen einfügen können. Ganz am Schluss schauen wir uns dann noch die Marker an. Die Marker sind so das mächtigste Tool für das CRM. Das sind nämlich kleine Datensätze, dazu aber später mehr. Noch ein paar allgemeine Informationen. Wir können Sie weder hören noch sehen. Wie gesagt, nutzen Sie bitte die Fragenfunktion, um Fragen zu stellen. Die Fragen, die wir während diesem Webinar nicht beantworten können, werden wir nachher per E-Mail beantworten. Und wie immer ist die Basis dieses Webinars TimeSensor Legal Version 7. Gut, dann schalten wir jetzt die Webcams aus und widmen uns TimeSensor. Bis später. Also zuerst zu den Zusatzfeldern. Wenn Sie auf Adressen gehen und dann zum Beispiel auf Mandanten und ein Dossier öffnen, dann sehen Sie, dass der zweite Tab heißt Zusatz hier. Bei mir ist im Moment der Tab Zusatz ganz leer. Ich habe noch keine Felder drin. Ich möchte jetzt hier aber Informationen hinzufügen, für die ich im Stammblatt kein Feld habe. Das, was ich jetzt mache, das muss der Admin bei Ihnen machen. Das muss nur eine Person machen. Ja? Ich möchte jetzt gerne den Zivilstand meiner Mandanten erfassen. Das mache ich über ein Zusatzfeld Alpha. Ich klicke hier rechts auf das kleine graue Zahnrädchen und sage Feld anlegen. Ich gebe dem Feld einen Namen, also Zivilstand. Die Feldlänge 20 Buchstaben, ja, ich erhöhe das mal auf 30. Einen Vorschlagswert mache ich jetzt nicht rein. Eigenschaften können durch alle geändert werden. Ja, das möchte ich. Feldinhalt einzigartig, Feldinhalt geschützt. Das brauche ich nicht. Sie können eine Vorschlagsliste hinterlegen, zum Beispiel ledig, verheiratet, geschieden und so weiter. Sie können entscheiden, ob die User, die dieses Feld dann später ausfüllen werden, selber reinschreiben dürfen oder ob sie nur aus dieser Liste hier auswählen dürfen. Entweder klicken Sie das hier an oder nicht, wie Sie wollen. Filter und Format, das brauchen wir im Moment nicht und klicken auf OK. So,
Dann haben wir jetzt dieses Zusatzfeld erstellt. Sie sehen, ich habe dieses Zusatzfeld im Dossier von Herrn Dresner erstellt. Wenn ich aber irgendein anderes Dossier aufmache und auf Zusatz wechsle, sehen Sie, dass das hier auch erscheint. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass nur eine Person sich um die Erstellung dieser Zusatzfelder kümmern muss. So, ich habe jetzt das Alpha-Feld hier erstellt. Ich möchte auch noch ein Datumsfeld erstellen. Und zwar zum Beispiel möchte ich das Heiratsdatum drin haben. Okay, das Feld erscheint. Und wir verschicken auch von unserer Firma regelmäßig Newsletter. Dazu füge ich ein Boolean-Feld hinzu. Boolean-Felder haben Radioknöpfe, also falsch oder wahr, ja oder nein. Ich schreibe hier rein Newsletter. Vorschlagswert stelle ich mal auf wahr. Und unter Darstellung kann ich jetzt für die Bezeichnung wahr und falsch selber etwas reinschreiben. Also für wahr schreibe ich ja, für falsch schreibe ich nein. Okay, und Sie sehen, das Boolean-Feld erscheint. Sie können auch ein Zusatzfeld Text hinzufügen. Da erscheint, ich mache das kurz, so, dann erscheint einfach ein Textfeld. Vielleicht möchten Sie hier Notizen hinterlegen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn Sie mit dem Mandanten Kontakt hatten oder was auch immer. Also hier können Sie wirklich Fließtext reinschreiben. Wir haben ein Zusatzfeld Kommazahlen, ein Zusatzfeld Ganzzahlen und dann nochmal ein Zusatzfeld Text. Sie sehen, diese Zusatzfelder hier sind limitiert. Also Sie haben nur 8 Alpha-Felder zur Verfügung und 6 Datumfelder und auch 6 Boolean-Felder. Also nutzen Sie diese Zusatzfelder wirklich für Sachen, die Sie bei den meisten Ihrer Mandanten brauchen werden. So. Jetzt kann es sein, dass Sie Ihre Datenbank bereits tüchtig mit Adressen gefüllt haben, so wie das hier bei mir der Fall ist. Sie wollen jetzt nicht jedes Mandat oder jedes Dossier, Entschuldigung, aufmachen, zu Zusatz wechseln und hier die Informationen ausfüllen. Sie können die Zusatzfelder für mehrere Dossiers auf einmal anpassen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Ich wähle jetzt ein paar von meinen Mandanten aus. Ich klicke auf Werkzeuge, anpassen. Ich gehe auf Formel anwenden. Dann erscheint dieser Formel-Editor. Wenn ich im ersten Bereich ganz nach unten scrolle, dann sehe ich hier erscheint jetzt hier mein Alpha-Feld, das ich hinzugefügt habe. Und dieses Feld ist jetzt auch das, was ich für die selektierten Datensätze hier hinten befüllen will. Ich mache einen Doppelklick. Im zweiten Bereich sage ich, was ich denn jetzt machen will. Also ich will eine Zuweisung machen. Und jetzt kann ich den Text, den ich in diesem Feld Zivilstand haben will, einfügen in Anführungszeichen. Also ich mache Anführungszeichen, verheiratet, Schlusszeichen und klicke auf OK. Um zu sehen, ob diese Manipulation jetzt gegriffen hat, kann ich einen Rechtsklick auf Kontakt machen oder auf einen der anderen Header, spielt keine Rolle. Ich scrolle ganz nach unten und auch hier sehe ich wieder das neu hinzugefügte Feld. Ich klicke da drauf. Das Feld wird ganz hinten angefügt. Ich ziehe das ein bisschen nach vorne, dass ich das besser sehe. Und Sie sehen, die Manipulation hat gegriffen. Ich weiß jetzt, diese Mandanten hier sind alle verheiratet.
Sie können auch hier vorne das Suchfeld einstellen. Auch hier wieder runterscrollen, Zivilstand auswählen. Ich gebe mal für Hi ein und Timesensor zeigt Ihnen automatisch die Datensätze, die im Suchfeld Zivilstand verheiratet drin haben. Ich möchte jetzt für diese Datensätze, die ich hier bereits manipuliert habe, bei diesen möchte ich jetzt auch hinterlegen, dass diese Mandanten den Newsletter bekommen. Ich schaue mal, ob die bereits ein Ja drin haben in diesem Boolean-Feld. Ich mache einen Rechtsklick, scrolle ganz nach unten, klicke auf Newsletter. Ich ziehe die Spalte nach vorne und sehe, okay, die bekommen alle keine Newsletter. Ich will das ändern. Ich selektiere die wieder alle, Werkzeuge, anpassen, Formel anwenden. Ich lösche das hier, das haben wir ja bereits ausgeführt. Ich scrolle wieder ganz nach unten, Doppelklick auf Newsletter. Die Ampel hier vorne zeigt an, dass es sich hier um ein Boolean-Feld handelt, also Ja oder Nein. Ich mache einen Doppelklick auf Zuweisung und hier schreibe ich jetzt True rein. Ich klicke auf OK und Sie sehen, die Spalte hat sich verändert. Diese selektierten Datensätze bekommen jetzt einen Newsletter. Gut, so viel zu den Zusatzfeldern. Sie können natürlich jegliche Zusatzfelder, die Sie hinzufügen, mit einem Rechtsklick auf die Header oben einblenden. Also ich kann jetzt auch das Heiratsdatum noch einblenden. Dann gehen wir weiter zu den Adresskategorien. Adresskategorien sind dazu da, die Adressen, die Sie in Ihrer Datenbank haben, noch besser zu kategorisieren. Also Sie haben hier oben ja bereits die verschiedenen Buttons. Schauen wir mal bei Dritten rein. Wenn ich jetzt hier einen Datensatz öffne und rechts zu Kategorien gehe, dann sehen Sie, ich kann diese Adresse, die bei Dritten drin ist, noch weiter einteilen. Der normale User, also wenn der User keine Administratorenrechte hat, dann kann der hier einfach Häkchen setzen. Das Hinzufügen dieser Kategorien ist auch wieder Administratorenaufgabe. Dazu gehen Sie auf Einstellungen, Basisdaten und klicken auf Adresskategorien. Hier oben können Sie auswählen, für welchen Adressbutton Sie eine neue Kategorie hinzufügen möchten. Unten mit dem großen blauen Plus kreieren Sie eine neue Kategorie und wie gesagt, ab Bild 2270 können Sie jetzt auch Kategorien also adressübergreifend hinterlegen. Sie können also eine neue Kategorie für Mandanten anlegen, wie auch für Dritte. Es ist nicht mehr nötig, für jeden einzelnen Button hier eine neue Kategorie hinzuzufügen. So, ich lösche das kurz und füge diese wieder hinzu. Pluszeichen, der Name der Kategorie, also ich schreibe jetzt hier mal IT-Supporter rein. Ich möchte diese Kategorie gerne in den Adressen der Dritten sehen. Ich bestätige das,
schließe dieses Fenster, gehe zurück zu Adressen und öffne die Liste von Dritten. Ich kann jetzt auch hier die Adressen einzeln aufmachen, zu Kategorien wechseln und zum Beispiel hier IT-Supporter anhäkchen. Ich kann aber auch mehrere auswählen, wieder auf Werkzeuge gehen, wieder anpassen und Kategorien auswählen oder abwählen, also hinzufügen oder wegnehmen. Ich sage jetzt mal auswählen. Die bestehenden Kategorien, die möchte ich belassen. Und ich wähle jetzt hier IT-Supporter und klicke auf OK. Wenn wir uns jetzt so einen Datensatz anschauen, sehen Sie, das Häkchen ist gesetzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie nach diesen Kategorien filtern können. Sie können entweder rechts oben die Filter setzen. Hier sehen Sie jetzt, weil ich auf die Adressliste von allen geklickt habe, sehen Sie alle verfügbaren Kategorien, also zum Beispiel IT-Supporter. Sie können aber auch über die große Lupe hier unten die Suche nach Kategorien machen. Der Vorteil der Lupe ist, dass Sie hier jetzt einen Suchmodus oder und haben. Also ich kann nach IT-Supporter und nach Dienstleister suchen. Haben wir niemanden. Ich kann auch nach IT-Supporter und C-Mandant suchen oder C-Mandant oder IT-Supporter. Also hier mit der Lupe unten haben Sie viel mehr Möglichkeiten, diese Adresskategorien oder die Datensätze in diesen Adresskategorien zu filtern. Nehmen wir mal an, Sie haben zum Beispiel ein Mandatsblatt, wo Sie allgemeine Informationen zu diesen Datensätzen ausdrucken. Dann können Sie natürlich auch die Inhalte der Zusatzfelder und die Inhalte der Adresskategorien darstellen. Ich gehe jetzt mal in meine Vorlagensammlung. Ich habe hier ein Infoblatt Mandat. Ich gehe in den Bearbeitungsmodus und Sie sehen, das ist einfach so, ja, ein Infoblatt. Also da haben Sie verschiedene Informationen zu diesem Datensatz da drauf. Hier unter weitere Informationen möchte ich jetzt gerne das Feld Zivilstand und die Adresskategorie drin haben. Ich schreibe also hin, Zivilstand. Ich klicke auf Einfügen, 4D-Ausdruck, Ausdruck, bearbeiten. Und dann kommt wieder dieser Formel-Editor, den haben wir ja heute jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich scrolle wieder runter, suche mein neues Alpha-Feld, das ist hier, Zivilstand. Ich mache einen Doppelklick und gehe auf OK. Jetzt sehen Sie, das Feld ist drin. Ich möchte jetzt auch die Adresskategorie hinzufügen. Einfügen, 4D-Ausdruck, Ausdruck, bearbeiten und jetzt tippe ich hier ADR, Underline, Insert, Klammer auf, Anführungszeichen,
Categories, Schlusszeichen. Und Sie sehen, der 4D-Ausdruck ist drin. Ich gehe auf OK. Ich suche mir jetzt kurz mal einen Mandanten, wo ich weiß, dass diese Informationen drin sind. Gehen wir mal auf Zivilstand. Der Eisenberg Roland, der ist verheiratet. Gut, dann öffne ich hier mal eine Vorlage, einen Entwurf, damit Sie sehen, wie sich das zeigt. Wenn ich hier runter scrolle, dann sehen Sie, der Zivilstand ist drin. Bei der Adresskategorie ist nur ein Strich, das heißt, die Adresse Eisenberg Roland ist keiner Kategorie zugeteilt. So viel zum Thema Zusatzfelder und Adresskategorien. Remo, haben wir gerade Fragen, die für alle interessant sein könnten? Ja, also zuerst mal will ich mich bedanken für alle Fragen. Hier hätte ich gerade eine Frage. Kann ich Kategorien löschen? Falls ja, was passiert, wenn eine Adresse damit verbunden ist? Kategorien löschen. Ja, Sie können Entschuldigung, das ging jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, Einstellungen, Basisdaten, Adresskategorien. Wenn Sie hier reingehen, können Sie die hinzugefügten Kategorien auch wieder löschen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe jetzt IT-Supporter gelöscht, hatte aber vorhin Adressen, die dem IT-Supporter zugeteilt waren. Weil ich jetzt die Kategorie gelöscht habe, ist die jetzt weg. Also die Adresse hat jetzt vielleicht noch andere Adresskategorien drin, aber IT-Supporter ist jetzt weg. Also da passiert mit der Adresse nicht viel, außer dass halt die Kategorie weg ist. Genau. Haben wir gerade noch andere Fragen? Nein, das wäre es momentan. Ich warte auf weitere coole Fragen. Gut, dann würde ich jetzt eine Kurzumfrage schalten. Klicken Sie doch einfach auf die Auswahl, die Sie sehen, und dann geht das Webinar gleich weiter.
Gut, vielen Dank für die Teilnahme an den Umfragen. Das ist ziemlich interessant, was die Ergebnisse hier angeht. Wir werden jetzt die Markers anschauen. Die Marker sind wirklich ein sehr, sehr wichtiges Tool, was das CRM angeht. Wie bereits gesagt, das sind so kleine Datensätze in den Datensätzen drin. Ich zeige Ihnen zuerst einmal, wie das aussieht. Ich öffne wieder ein Dossier von einem Mandanten. Standardmäßig öffnet es sich so auf den Kategorien. Wenn ich jetzt hier auf Markers klicke, dann sehen Sie, ist jetzt hier bereits ein Marker hinterlegt worden. Ich mache einen Doppelklick drauf und sehe, okay, das ist ein Events-Marker und zwar die Firmengründung 1999. Der hat eine Einladung bekommen und der hat da auch teilgenommen. Das ist die Ansicht, die so ein normaler User hat, der das Recht hat, Markers hinzuzufügen. Für den Admin ist aber die Aufgabe reserviert, diese Marker zu erstellen. Also ich habe jetzt hier in meiner Demo-Version verschiedene Marker erstellt, die sind hier auswählbar. Wie man das genau macht, zeige ich Ihnen jetzt. Ich gehe wieder auf Einstellungen, Basisdaten, Markers. Und ich möchte jetzt gerne für einen Event, den wir planen, einen neuen Marker hinzufügen. Ich habe hier die Gruppe Events bereits erstellt. Ich mache einen Doppelklick und Sie sehen, in den Events haben wir bereits 3 Gruppen drin. Also die Firmengründung, das Jubiläum 2009 und das Jubiläum 2019. Wir planen jetzt aber einen weiteren Event und möchten unsere Adressen markieren, ob und welche Adressen denn eine Einladung bekommen und welche Adressen dann auch tatsächlich teilnehmen werden. Ich klicke hier aufs kleine Plus und gebe der neuen Gruppe einen Namen. Den Event, den wir planen, wird zum Thema Cybersecurity sein. Und ich bestätige wie immer mit Blau. Die neue Gruppe erscheint hier. Welche Informationen ich in dieser Gruppe jetzt auswählen kann, finden Sie in den Feldern. Die Gruppen hier, die haben alle die gleichen Felder. In diesem Fall hier haben wir 2 Boolean-Felder, Einladung, Teilnahme und unten noch ein Textfeld, Kommentar. Das ist gut, ich kann das jetzt bestätigen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen anderen Marker anschauen, der Marker Familie, da sehen Sie, haben wir 2 Gruppen, Haustiere und Kinder. Auch hier kann ich nachschauen, was für Felder kann der User denn ausfüllen. Wir haben ein Zusatzfeld Alpha, der Name. Wir haben das Geburtsdatum, also ein Datumsfeld. Und wir haben auch hier wieder ein Bemerkungsfeld. So können Sie sich ganz verschiedene Marker zusammenstellen. Da ist wirklich, also da können Sie zum Beispiel bei den Interessen können Sie Hobbys hinterlegen. Ich weiß auch nicht, Sie haben sehr viele Kunden, die gerne Golf spielen. Sie haben von einem Golf-Event Nachricht bekommen. Dann können Sie den Marker Hobbys mit Golf hinterlegen. Sie möchten die Mitgliedschaften Ihrer Mandanten hinterlegen, dann können Sie das auch hier machen. Wie gesagt, das Hinzufügen der Marker, das ist Aufgabe des Administrators. Wenn Sie alle Marker, die Sie brauchen, hinzugefügt haben, dann können Sie in den Adressen drin diese verschiedenen Marker hinterlegen. Ich gehe jetzt mal wieder zum Eisenberg Roland. Ich klicke auf Markers
und gehe hier unten aufs kleine Plus. Ich wechsle jetzt den Marker zu Familie. Die Gruppe Kinder und hinterlege jetzt den Namen und das Geburtsdatum des Kindes, zum Beispiel Silvia, die ist am 25.12.2005 auf die Welt gekommen. Dann können wir noch einen Marker mehr hinzufügen, zum Beispiel Interessen. Der Roland Eisenberg, der hat als Hobby Golf. Und dann können wir zum Beispiel noch Ressourcen, ein Fahrzeug hinterlegen. Der hat einen Audi. So, Sie sehen hier oben auch gleich, bei diesem Datensatz sind 4 Marker hinterlegt. Das Interessante an den Markern ist natürlich jetzt, wie Sie denn die Datensätze danach filtrieren. Also wie suchen Sie nach den Inhalten dieser Marker? Ich möchte jetzt zum Beispiel für die Einladung zu diesem Cybersecurity Event, möchte ich gerne herausfinden, wer hat denn zum Beispiel an der Firmengründung teilgenommen? Wer war damals schon da? Wer hat eine Einladung bekommen? Dazu öffne ich alle Datensätze, gehe auf die Lupe und sage Suche nach Markern. Hier oben sehe ich jetzt alle verfügbaren Marker. Ich wähle Events aus, was mich interessiert, also die Firmengründung. Ich öffne diese Gruppe Firmengründung und klicke auf Teilnahme. Ich lasse hier ist gleich, weil es sich hierbei ja um ein Booleanfeld handelt und klicke auf Ja oder Nein, je nachdem, was mich interessiert. Ich möchte wissen, wer war da. Also klicke ich auf Ja und sage Suche in Auswahl. Ich habe jetzt die gesamte Datenbank durchsucht und bekomme 65 Datensätze, die ich gerne zu diesem Cybersecurity Event einladen möchte. Auch hier wieder, ich muss nicht jedes Dossier öffnen, um einen Marker zu setzen. Ich wähle jetzt einfach alle Datensätze aus, also den ersten, den letzten. Ich gehe wieder auf Werkzeuge, anpassen und sage Marker hinzufügen. Die Gruppe Events, Cybersecurity und hier setze ich das Booleanfeld Einladung auf Ja. Teilnahme weiß ich noch nicht, weil ich ja erst die Einladungen rausschicken will. Ich bestätige das und die 65 Datensätze, die hier drin sind, haben jetzt im Stammblatt unter den Markern alle das Event Cybersecurity auf Ja. Für diese 65 Datensätze könnte ich jetzt natürlich auch zum Beispiel eine Adressliste rauslassen. Wenn ich die Vorlagensammlung aufrufe, Adressliste hoch, ja, ist okay. Vielleicht sollte man keinen Datensatz ausgewählt haben, dann kommen wahrscheinlich mehr Adressen. So. Wenn Sie Etiketten drucken, können Sie das natürlich auch direkt aus Timesensor machen. Also da ist Ihnen wirklich, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Sie haben mit diesen Marken.
kann natürlich auch hier jetzt mit einem Rechtsklick kann ich die Zusatzfelder, die ich ganz am Anfang hinzugefügt habe, einblenden. Ich kann die Adressen nach Adresskategorie filtern, hier oben. Und dann aus diesen beiden Einstellungen kann ich dann noch einmal nach Markern suchen. Sie sehen, diese 3 Optionen spielen wirklich zusammen. Also Sie können alle 3 Optionen nutzen, die Zusatzfelder, die Adresskategorien und die Marker. Sie müssen sich im Vorhinein nur ein bisschen überlegen, für was brauche, also welche Informationen möchte ich genau aus der Datenbank rausziehen. Wenn Sie komplexere Informationen haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, die Marker zu brauchen. Die Marker sind wirklich ganz, ganz toll. Da können Sie unglaublich viele Sachen hinterlegen. Hier zum Beispiel sehen Sie, der Florian Aachen, der hat ein Haustier hier, das ist der Rex. Das ist ein deutscher Schäferhund. Sie können Fahrzeuge registrieren, Sie können Immobilien hinterlegen und so weiter. Und wie gesagt, nach diesen Informationen, die Sie in den Marker hinterlegen, können Sie dann mit der Lupe hier unten auch suchen. Also wenn ich jetzt, nur ganz kurz, damit Sie auch noch sehen können, wie man nach Feld Inhalt sucht. Wenn ich jetzt hier der verfügbare Marker auf Familie setze, dann auf Haustiere, auf Bemerkungen und den Vergleich auf Enthält stelle und hier mal Schäferhund eintippe, dann finde ich einen Datensatz, den Florian Aachen, weil wir vorhin ja gesehen haben, der hat einen deutschen Schäferhund namens Rex. Wenn Sie herausfinden wollen, bei welchen Adressen überhaupt irgendein Marker gesetzt ist, dann können Sie das Feld der Suche auch leer lassen. Also Sie können auch zum Beispiel Familie, Kinder, Name, enthält. Das Feld hier unten lasse ich leer und sage einfach Suche in Auswahl. Dann sehen Sie, bekomme ich 3 Datensätze. Also bei diesen 3 Datensätzen sind Informationen zu Kindern hinterlegt. So, Remo, haben wir Fragen? Ja, eine wichtige Frage. Wo finde ich die 4D-Ausdrücke? Also die findet man beim Trainingsportal. Unter Downloads kann man da ein Formular runterladen. Ja, es wäre super, wenn du es kurz zeigen könntest. Mhm. Genau. Downloads. Ein bisschen runter scrollen. Dann oben links. Referenzmanual for the right Ausdrücke. Dort ist eigentlich ziemlich gut beschrieben, wie man diese anwendet in den Vorlagen. Man frei ist bei der Verarbeitung, Bearbeitung. Genau, vielleicht hier auch noch ein kleiner Tipp, damit Sie nicht, also ich scroll hier kurz mal durch, dann sehen Sie, da sind sehr viele Informationen drin. Sie sehen, es gibt unzählige Ausdrücke, die Sie verwenden können. Damit Sie das nicht alles durchlesen müssen, würde ich Ihnen vorschlagen, laden Sie das Referenzmanual als PDF runter und benutzen Sie die Suchfunktion. Also wenn ich jetzt hier nach Kategorien suche, zack, dann finde ich bereits sehr, sehr schnell den richtigen Ausdruck. Gibt es sonst noch eine Frage? Nein, sonst keine Fragen mehr. Gut, dann wären wir auch schon durch mit dem heutigen Webinar. Ja, es ist ja auch schon 1 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittag und bis bald.
Ja, danke für das zahlreiche Erscheinen und die vielen Fragen. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Tschüss.